Die Preise fallen im Flug. Angebotspreis 42.600 oder netto 35.800 plus Mehrwertsteuer. Ein Fahrzeug, das Liste knapp 56.000 Euro kostet, 13.400 Euro Preisvorteil. Ein Ford Transit Pritsche, Doppelkabine 350 L3. Ich habe zu dir gesagt, Christian, das ist das optimale Fahrzeug für eine Wohnkabine hinten drauf, die man sich zum Beispiel von 4Wheel24 anfertigen lassen kann. Kann die selber ausbauen, kann die hinten drauf schrauben und hat dann sein Wohnmobil fertig, denn die Doka hat einen riesen Vorteil. Du hast ja noch Platz für Hunde und so weiter drin. Das Ganze ist perfekt klimatisiert während der Fahrt, weil du hast ja keine Lust, so 20 Stunden zu fahren mit der Klimaanlage drin. Und der kommt so, wie er jetzt ist, das heißt mit der Ladebordwand, mit allem. Genau. Also standardmäßig gäbe es ihn rein theoretisch auch als reines Fahrgestell. Aber wenn jetzt wirklich einer sich einen Umbau machen wollen würde, kann er das neben die Pritsche im Grunde wegschrauben. Ja. So, kann die Pritsche wegschrauben oder lässt die Pritsche drauf oder das, und schraubt es auf die Pritsche oder wie auch immer. Das weiß jetzt nicht, wie die Systeme dargestellt sind. Er könnte es aber auch, das ist das Coole, du hast nämlich hier Ladeösen mit dabei, auch hier einfach festzurren. Und das würde auch gehen. Das habe ich gemacht bei meiner Aufsetzkabine, die drauf ist. Also da hätte man jede Menge Ideen, die da sind. Du bist ja Spezialist für Nutzfahrzeuge in Südwestdeutschland mittlerweile für Ford. Bist ein Geheimtipp bei ganz vielen für ein Nutzfahrzeug, das eigentlich gar keins ist der Custom Transit Custom. Der Tourneo Custom. Tourneo genau. Custom, ja. Also wir haben wirklich einen extrem hohen Vertrieb an den Tourneo Customs, also das, was Multivan ist, nur von Ford. Sind darüber immer weiter in dieses Nutzfahrzeugsegment von Ford reingestolpert. Da oben stehen ein paar Stück, du hast aber davon unzählige da. Ja, also davon stehen bestimmt 50, 60 Stück hier. Warte, ich zeig's mal da oben, da gehen wir ja auch gleich mal hoch. Ja. Also dass wir das in einem extra Video machen. So, ja, Fahrzeug selber? Aber unser Segment, was hier, also Ford Nutzfahrzeuge sind so wahnsinnig tolle Fahrzeuge, egal in welchem Segment, immer weiter ausgebaut. Von daher kommen wir auch selbst für diese, also auch für diese Modelle, weil wir eben preislich dann doch gewisse Vorteile haben, die Leute aus ganz Deutschland hierher. Ja. So, und du hast viele eingekauft. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Es kommt demnächst sogar noch eine Kippfunktion mit dazu. In der nächsten Woche gibt es die gleichen als Kipper. Genau, das ist ja jetzt normale Pritsche im Grunde. Den gibt es dann auch als 3-Seiten-Kipper. Als 3-Seiten-Kipper. Mach mal auf. Ja. Eine Besonderheit hier ist, dass es eben Doppelkabine ist. Also das Ganze gibt es auch als Einzelkabine, dann wäre es nur ein reiner Dreisitzer. Und hier eben als Doppelkabine, dann wird es zum Siebensitzer. Zum Siebensitzer. Oder hier könnte der Hund drin kommen. Man könnte hier Boxen reinmachen. Man kann einen Schwerlastauszug hier reinmachen. Könnte das Ganze so gestalten, dass man die nutzen kann, die Doppelkabine, um Sachen einfach mitzunehmen. Also die Doka ist natürlich eine Riesenerweiterung. Ein Fernfahrer-Fahrerhaus. Hier könnte auch jemand schlafen drin. Das heißt, also man kann sich das kann sich das ein bisschen umbauen oder ein bisschen gemütlicher machen, dass es auch eine normale Schlafmöglichkeit wäre. Also ich würde auch hier in dem Segment die Doppelkabine empfehlen. Wir nehmen die meistens immer als L3-Variante. Das heißt, ich habe dementsprechend auch eine genügend große Pritsche hinten drauf. So, der kommt fix und fertig zugelassen beim Fahrgestell. Kann ich ja nicht einfach so rumfahren. Der hier ist ja schon mit Lampen, Leuchten, allem. Genau, der ist werkseitig mit der Pritsche ausgestattet. Also der kommt exakt so aus dem Werk. Und dabei ist auch die Trennwand, die ist auch ganz praktisch. Also da fallen mir schon direkt Sachen ein. Da müsste ich mal mit Tobi sprechen. Was darf ich denn hier draufladen? Eine Tonne? Eine Tonne drauf, ja. Nutzlast hat etwa eine Tonne. Das sind 350er, ja. Ungefähr eine Tonne. Der ist aber jetzt nicht mehr auf 3,5 Tonnen, oder doch? Das ist ein 3,5 Tonner, doch. Ein 3,5 Tonner? 3,5 Tonner, ja. Und ich habe eine Tonne Nutzlast? Ja, schlag mich jetzt nicht fest. 800 bis 1000 Kilo, so in der Größenordnung liegen wir. Okay, so, also max 200 Kilo kann ich oben belasten. Also habe noch Verzoo-Punkte. Mach mal bitte zu. Ja. Mal kurz mal gucken. Denn das Coole ist natürlich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, könnte ich sogar eine Wechselkabine drauf machen. So, und das ist meine Ladefläche oder respektiv Wohnraum. Da hinten ist die Signalanlage mit drin. Genau, der ist jetzt werkseitig mal ohne Anhängerkupplung ausgestattet. Lässt sich natürlich hier noch anbauen, wenn man eine bräuchte. Geht ohne Probleme. So, Blattfedern hinten, vorne Einzelradaufhängung. Mit Schraubenfedern, genau. Ja. Also auch Fahrkomfort für so ein Fahrzeug sehr Pkw-ähnlich. Ja.
Also in der Regel sind alle Kunden immer sehr begeistert davon, wie leicht und einfach die Fahrzeuge eigentlich fahren, obwohl wir uns im Nutzfahrzeugsegment befinden. Und wie leise, das können wir jetzt mal testen. Du hast einen Schlüssel da? Ja, steckt drin. Moment. Dazu. Jetzt ist schon mal Ruhe. Die ganzen Fahrzeuge fahren sich sehr Pkw-ähnlich. 6-Gang Schaltgetriebe, 130 PS. Es ist immer derselbe Motor, ein 2 Liter Turbodiesel. Ganz genau. Wir haben eine 2 Liter Dieselvariante mit verschiedenen PS-Stufen. Wobei die Standardvariante die 130 PS-Variante ist. Die fährt sich auch wie 170 PS. Von daher, das ist der Motor, den ich empfehlen würde dafür. Den bestellen wir auch so. Es hat schon einen Grund. Also die Fahrzeuge, die ich hier im Lager bestelle, mache ich mir ja Gedanken darum, wie stelle ich mir das vor. Also wie hätte ich gern das Auto oder wie ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am sinnvollsten. Und so sind die in der Regel ausgestattet, ja. So, das Navi könnte man austauschen, aber das Coole ist natürlich diese Halterung hier oben drauf. Genau, also die kenne ich vom Fiat. Genau, man kann hier im Grunde sein Smartphone reinstellen. Also wenn ich jetzt hier Thema, ich zeige es mal kurz, navigieren möchte, in einfacher Art und Weise, bevorzugt jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es erwähnen darf, Google Maps, lässt sich das natürlich schon relativ easy bewerkstelligen. So, und die Sprachausgabe ist dann über Sprachausgabe funktioniert über die Autolautsprecher, genau. Also wenn ich jetzt irgendwo Radio am Hören bin und die Navigation losläuft oder irgendwo nochmal eine Abbiegung kommt, geht automatisch Radio, wird abgeregelt von der Lautstärke her und das Kommando der Navigation kommt. So, eine Fahrhaus-Klimaanlage ist mit dabei, beheizte Scheiben. Das Ganze hat ein Multifunktionslenkrad. Darüber kann ich auch das Handy dann steuern, wenn es über Bluetooth verbunden ist. Genau. Links, rechts, Playlist-Steuerung. Ich habe einen Tempomaten drin, ich habe eine Lichtautomatik, ich habe eine Fernlichtautomatik. Ich habe einen Spurhalteassistent. Also wir haben hier trotz Nutzfahrzeugsegment auch die ein oder anderen Assistenzsysteme noch mit drin verbaut. Du kannst die Fahrzeuge mit relativ wenig Aufwand umrüsten auf LED. Das hast du mir erzählt. Genau, also wir können im Grunde die Scheinwerfer dahingehend austauschen, dass im Grunde das Leuchtmittel in LED umgestellt wird. Das ist zugelassen mittlerweile. Ja. Gott, sehr schön. Dann, du bist 1,90 Meter. Die Sitzposition ist höhenverstellbar, der Sitz? Ja, also wie bei allen unseren Nutzfahrzeugen, also höhenverstellbar. Die Neigung des Sitzkissens lässt sich nochmal individuell regeln, zurückschieben. Man sieht ja, also es ist wahnsinnig viel Platz. Ich bin 1,90, ich wäre eigentlich jetzt viel zu weit von den Pedalen weg. Rückenlehne lässt sich einstellen. Ich habe nochmal eine Armlehne an der Innenseite und hier eine große Ablagefläche für im Grunde Arm an der Außenseite. Fahrzeuge sind verzinkt, das ist ganz wichtig, weil es könnte schon mal einen Steinschlag geben. Die sind auf Langlebigkeit getrimmt. Du kannst auf Wunsch noch Unterbodenschutz machen. Bodenfreiheit haben die sowieso. Das sind ja Baustellenfahrzeuge. Wir können uns das ja mal draußen angucken. Also dass man das höher legen oder sowas ist absolut nicht notwendig. Die sind ja für den Außeneinsatz im Gelände gedacht. Jetzt für Gärtnereibetriebe oder ähnliches. So, das Einzige, was sie nicht haben, ist Allrad. Aber Bodenfreiheit, das will ich euch mal gerade zeigen. Die ist so groß, dass man so manches Geländefahrzeug wird davon Neid ablassen, weil du kannst dich hier drunter legen und Servicearbeiten machen. Guck mal hier, der ist ganz flach drunter. Ja, also theoretisch könnte ich es drunter machen, aber wir haben zum Glück die Hebebühnen dafür, dass man es doch nicht irgendwie auf dem Boden liegen machen muss. So, hier hätte man sogar noch Platz für einen Gastank. Also den können wir vielleicht noch hier einbauen. Bloß, ja, bitte nicht einfach anschrauben. Das Ganze hat einen richtigen Zwischenrahmen, das sieht man hier. Also das ist auch schon mit dabei. Ja, also das ist eigentlich, hier kann ich direkt oben drauf eine Wohnkabine draufschrauben. Ja. Das ist ziemlich cool. Also das ist genau das Auto, was ich auch mir gewünscht habe. Und hier sieht man auch die Verarbeitung komplett verzinkt, sagst du. Ja. Unterbodenschutz ist schon dabei, das sieht man hier so ein bisschen. Ja, läuft ja schon überall raus, ist okay. Darf es auch rauslaufen, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Wachs ist das, oder? Ja, genau, das ist jetzt Wachs. Für diejenigen, die es möchten, können wir natürlich auch nochmal alles, was im Grunde Karosserie ist, nochmal zusätzlich mit einem separaten Schutz von außen versehen. Das bieten wir den Kunden an. Wenn jemand Wert darauf legt, dass das nochmal zusätzlich gemacht wird, wir machen das zum Teil bei unseren eigenen Fahrzeugen auch, wo wir wissen, dass die länger behalten werden. Ja. Also lässt sich für kleines Geld umsetzen. So, ist natürlich nur eingeschränkt geländefähig auf der nassen Wiese mit Frontantrieb und der Last hinten drauf. Optimal ist das nicht, muss man wissen. Aber für Leute, die unterwegs sind, auf langer Tour, das ist das Fahrzeug, oder? Also selbst hinten mit Schüttgut drauf. Wir haben ja doch hier, also das Gewicht liegt ja eigentlich vorne. Deswegen finde ich eigentlich hier... Aber warum ist das vorne, das Gewicht? Ja, weil alles was hinten die Pritsche etc., es hat ja kein Gewicht, der Rahmenaufbau, das ist relativ leicht. Hier vorne ist ja Motorisierung, Getriebe etc., der ganze Innenraum, also Gewicht habe ich auf der Vorderachse.
Deswegen finde ich primär richtig, dass wir einen Fronttriebler hier haben. Selbst wenn jetzt hinten Schüttgut dazukommt, dann hält sich das eigentlich viel mehr das Gewicht. Also auch in der Geländefahrt ist für mich Frontantrieb doch Wahl aller Dinge. Die werden jetzt laufend verkauft, zum Beispiel für Gartenbaubetriebe, die wirklich dann auf Wegen unterwegs sind, Schotterwegen, auf irgendwelchen Waldwegen. Ja. Also ich war nämlich heute unterwegs, habe gesehen, da war das Schnittgut, das wurde abgeliefert hier von der Gemeinde im Wald, haben die das irgendwo deponiert und sind mit einem ganz normalen Ducato rausgefahren, Fronttrieb. Ja. Die sollten normalerweise mit einem Transit rausgefahren sein, weil die sind von uns. Es könnte also je nachdem jetzt seine Gemeinde vielleicht war. Es könnte auch ein Transit gewesen sein. Ja. Ich will das mal nicht so... So, siehst du mal, hätte das Gesicht mal sehen sollen von ihm, als ich das gesagt habe, Ducato. Ford... Riesenvorteil ist natürlich das Servicenetz. Das heißt, also ihr habt europaweit ein Servicenetz. Die Fahrzeuge sind neu, nicht zugelassen zu dem Preis. Ja. Das heißt, erster Briefantrag wird auf den Kunden erfolgen, ja. Servicenetz europaweit. Das heißt, wir sind jetzt auch, wenn Kunden von weiter entfernt zu uns kommen, für das Auto zu kaufen, ist natürlich logisch, dass jemand nicht 500 Kilometer nochmal zum Service zu uns kommt. Also dessen sind wir uns ja logischerweise auch bewusst. Von daher gilt aber alles, was Garantie oder auch Garantieerweiterung wäre, lässt sich die 2-jährige Garantieerweiterung auch nochmal verlängern, gilt im Grunde europaweit. Das heißt, selbst wenn man im Ausland auf einer Urlaubsreise oder so unterwegs wäre, arbeitet jeder Ford-Servicebetrieb an den Fahrzeugen. So, zeig mal bitte. Also, wenn ihr 35.800 € habt, kriegt ihr ein nagelneues Fahrzeug, könnt hier eine Wohnkabine draufsetzen und zwar sofort, weil hier ist die Pritsche ist ja da. Ja. Der Rahmen ist da, der Zwischenrahmen ist da, der Träger ist dabei, also alles fix und fertig, sodass man es einsetzen kann. Und das wäre natürlich eine optimale Lösung, um zum Beispiel bei 4Wheel24 im Spessart sich eine Wohnkabine zu bestellen. Die kann man dann schon mal innen ausbauen, während man wartet. Die Lieferzeit 2,5 Jahre auf die Fahrzeuge? Von diesen Fahrzeugen haben wir eigentlich immer ständig welche an Lager. Ständig an Lager? Ständig an Lager. Das heißt, also hier, die haben wir mit Sicherheit 5, 6 gleiche hier stehen. Immer permanent in der Anlieferung. Das heißt, wer hier anfragt, kommt auch eigentlich zu seinem Fahrzeug. Selbst wenn es mal vielleicht 3, 4 Wochen dauern sollte. Es gäbe auch ein Single Cap. Das wäre auch möglich. Das heißt, also hinten, die wäre länger, die Pritsche? Genau. Die Pritsche wächst im Grunde. Das heißt, wir haben hier, das Ganze rückt sich ja dann einfach ein bisschen weiter nach vorne. Ja? Und dementsprechend wächst im Grunde die Pritsche hinten um 60, 70 Zentimeter in Summe. Das heißt, man könnte sogar eine Kabine noch drauf machen, die länger ist. Der Preis wahrscheinlich ähnlich, oder? Der Preis ähnlich, macht nicht viel. Das ist ein bisschen günstiger logischerweise als Einzelkabine, ist plus minus. Klar. So, wenn ich den jetzt bauen lasse auf meinen Wunsch, wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn gerne volle Hütte haben, wir haben ja eben gezeigt, ein ganz besonderes Fahrzeug mit dem ganz neuen Navi, sollen wir das noch mal kurz zeigen? Ist er auf zu? Ist offen, ja. Ist offen, komm, wir gucken mal rein. Es gibt nämlich das Fahrerhaus auch mit dem neuen Navigationssystem. Das sieht man hier. Das ist die Generation 4 oder 3? Genau, das ist jetzt Generation 4. So, da ist die Rückfahrkamera mit drin. Genau, also wenn man jetzt ein Fahrzeug individuell bestellen würde, kann es schon in der aktuellen Zeit halbes Jahr? Ja, 6 bis 9 Monate dauern etwa. Ja, dessen muss man sich bewusst sein. Allrad gibt es nicht, oder? Bei Ford? Doch, Allrad gibt es. Verbindung mit Schaltgetriebe gibt es auch Allrad. So, mit Schaltgetriebe gibt es auch Allrad. Genau. Nochmal, du kannst den auch als Allrad bestellen. Der Aufpreis beim Allrad? 10.000? 4.000, 5.000 etwa. 4.000, 5.000? Ja. Dann kriegst du ihn als Allrad? Ja. Echt? Ja. Den hier auch? Hier, den Transit. Also die Pritsche, das Fahrgestell, doch, müsste normalerweise auch. Ja. Müsste auch. Willst du kurz mal gucken auf dem Handy? Kurz mal nachschauen, weil dann warte ich noch so lange. Okay. Denn jetzt wird es interessant, lieber Christian. Ich tatsächlich in die Broschüre reinschauen gehen. Du erwischst mich jetzt hier was, ja? Das ist standardmäßig, ist so im klassischen Handwerkerbereich, arbeiten wir im Frontantriebssegment, klar. Ja. Also hier Transit auf jeden Fall 4x4. Der geht. Hier, ja. Der hier, wo wir hier steht. Der definitiv 4x4. Der schaltet sich, glaube ich, ab. Ich jetzt nicht, weil es ja die gleiche Produktfamilie ist, müsste die Pritsche eigentlich auch mit. Ich kriege auch diesen Transit als 4x4, ja? Ja. Cool. Allerdings mit Schaltgetriebe, ja. Mit Schaltgetriebe. Da sind wir. Also, wir werden das mal offen lassen, aber ihr könnt ja anrufen, Hissler Ford. Die Frage hat sich nicht so oft gestellt bei dir, der Allrad. Das heißt, die Fahrzeuge sind an sich recht gut geländegängig, auch mit Frontantrieb. Deswegen ja, also es ist ja nicht das erste Auto, das wir verkaufen. Also unzählige Gärtnereibetriebe, Handwerkerbetriebe fahren mit den Modellen. Ja,
alle mit der Motorisierung, alle mit dem Antriebskonzept und es gab noch niemanden, der im Nachgang kam und hat gesagt, du Christian, was hast du mir da verkauft? Ich komme nicht zurecht damit, ist eher immer Gegenteiliges der Fall. Hunderte von Nutzfahrzeugen warten auf den neuen Besitzer. Viele sind auf Lager. Das Ganze hat sich schon rumgesprochen. Autohaus Hissler, Losheim am See. Und das Ganze mit viel Rabatt. Crazy. In dem Fall sogar 13.436,45 Euro günstiger. Und die Überführung... Das ist alles mit drin. Alles mit drin. Ja, das heißt, im Angebotspreis 42.600 Überführung mit drin. Überführung mit drin, Zulassung mit drin. Das heißt, auch für die Kunden, die von weiter weg kommen, jetzt nicht zwingend aus Saarland oder Rheinland-Pfalz, bieten wir einen kompletten Zulassungsservice an. Das heißt, das Fahrzeug steht hier fix und fertig auf Wunschkennzeichen zugelassen zur Abholung. So, und jetzt müssen wir nur mal rauskriegen, ob es hier noch als Allrad gibt. Ja. Tschüss Christian. Das Ganze gibt es bei Autohaus Hissler in Losheim am See. Einfach googeln. Ich glaube, den gibt es nur einmal. Tschüss. Tschüss.